Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Afrika Korps Infanterie von Dragon im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um schon etwas älteres Set, das ist so aus dem Jahr 2000, glaube ich. Nach wie vor erhältlich bei Dragon, weil es einfach immer geht, und sind nach wie vor noch ganz ansehnliche und solide Figuren. Obwohl das Afrika Korps doch sehr berühmt war, gibt es von Dragon zumindest nicht sonderlich viele Figuren zu dem Thema, was mich doch ein bisschen überrascht. Da muss man notwendigerweise ziemlich viel im Resin-Bereich und so nachschauen, um da, wenn man irgendwas Spezielles bauen möchte, dann die passenden Figuren zu bekommen. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, dass wir uns das Set hier ein bisschen näher anschauen. Die Schachtel öffnet wie gewohnt zur Seite hin. Da findet man dann einen Beutel mit dem Hauptgießast und dann noch ein paar kleinere Gießäste mit den Infanteriewaffen und Zubehör. Ist aus meiner Erfahrung heraus eine ausreichende Verpackung. Das sollte nichts kaputt gehen. Auf der Rückseite der Schachtel findet man dann die Bau- und Bemalungsanleitung. Farbangaben, die Nummern gibt es zwar, aber keine Farbtabelle, mit der man es irgendwie umrechnen könnte. Das ist ein bisschen schwach. Allerdings, ich glaube, so Figuren bemalt jeder nach seinem eigenen Gusto. Da ist das schon in Ordnung. Und was jetzt hier die Bauanleitung als solche angeht, brauchen wir bei so Figuren normalerweise eigentlich nicht. Die sind relativ einfach im Zusammenbau. Schauen wir uns jetzt die Gießäste an. Hier der Hauptgießast mit den Figurenteilen und auch jeder Menge Ausrüstung. Jeder Bereich hier steht für eine Figur, deswegen erübrigt sich das auch mit der Bauanleitung. Hier die Staubschutzbrillen. Sehr interessant, die sind auch alle unterschiedlich von der Form her. Recht interessant. Hier dann die Behälter für die Ersatzläufe fürs MG34. Die Munitionstaschen sehen auch sehr schön aus. Dieses Teil sieht man relativ selten. Das ist hier so ein Tragegestell für MG-Munition, die sich hier in diesen Trommeln befindet. Das ist recht interessant. Diverse Klappspaten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Stielhandgranaten, die gehen immer. Hier ist auch noch eine Tasche für einen Klappspaten, wo der Klappspaten fehlt. Da ist hier dann auch diese Lasche ein bisschen locker, das sieht eigentlich ganz schön aus. Mal was anderes. Die Figurenteile als solche, so wie man es von Dragon gewohnt ist. Bisschen Grat sieht man hier vor allem. Der lässt sich aber mit dem Messerrücken ganz leicht abschaben. Die Hände sehen eigentlich ganz okay aus. Die Gesichter sind bei Dragon mal ein bisschen neutral und langweilig, relativ emotionslos, aber sehen eigentlich ganz okay aus. Hier auch noch ein Abdruck vom Spaten, dass man auch weiß, wo man den ankleben muss. Das finde ich ganz gut. Uniformdetails sind eigentlich ganz schön. Das kann sich sehen lassen. Der hier hat ein bisschen klobigere Hände. Ist aber nicht so schlimm. Lässt sich auf jeden Fall mitarbeiten. Ist auch sehr schön hier, wie der Kragen der Uniform ein bisschen absteht. Finde ich sehr schön modelliert. Das ist auch recht interessant, wie hier die Kartentasche so schräg angegossen ist. Vielleicht nicht gerade der beste Punkt für einen Anguss, aber so ist es halt eben. Der Kollege hier bekommt noch ein paar Handgranaten durch den Gürtel gesteckt. Da muss man die Granaten ein bisschen zuschneiden, dass das passt. Alles wie gewohnt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Gasmaskenbehälter passen auch. Die haben immer eine sehr schöne Textur, wie ich finde. Die Brotbeutel sind alle gleich von der Form. Das ist ein bisschen langweilig. Das ist bei anderen Figurensets manchmal ein bisschen besser gelöst.
dass die einfach ein bisschen unterschiedlich aussehen. Die Helme sind ganz in Ordnung, haben keine Sinkstellen, nur eben wie das früher üblich war, diese doofen Verbindungsstellen hier hinten am Rand des Helmes. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Auslösen. Ja. Hier noch mehr Patronentaschen und die Trinkbehälter. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, so wie man es von Dragon kennt und gewohnt ist. Die nächsten 3 Gießäste sind alle etwas kleiner. Hier findet man zum Beispiel 2 K98K Gewehre und eine MP40, wo das Schulterstück separat ist. Das kann man also dann bauen, wie man es will. Ist eigentlich ganz okay. Angusspunkte sind ein bisschen groß, muss man halt aufpassen beim Auslösen und Versäubern. Aber an und für sich sehen die Gewehre ganz manierlich aus. Hier haben wir dann den Gießast für das MG34 samt Zubehör. Die Mündung ist ja geschlossen, die kann man vielleicht ein bisschen aufbohren, wenn man will. Oder ja, wer was hat, ja, ein übriges Gen 2 Teil verwenden. Das Zweibein einmal zusammengefaltet, einmal ausgeklappt. Der Behälter fürs Putzzeug sieht auch ganz schön aus. Da haben wir hier noch 2 Patronenkästen und ein Patronengurt. Das ist immer recht interessant. Ich habe noch nie irgendwie das hinkriegt, dass das gut aussieht an dem Modell. Das ist immer viel zu steif und ja, spröde. Es lässt sich nicht wirklich schön drapieren. Da gibt es vielleicht einen Trick, den ich nicht kenne. Jedenfalls, ja, es liegt bei, ist auch ein bisschen Fischhaut dran. Naja, ob man das Teil wirklich braucht, sei dahingestellt. Aber der Rest sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Am letzten Gießast finden wir dann noch 2 Patronenkästen. Die bestehen aus mehreren Teilen, was ich eigentlich ziemlich schön finde. Dann sind die Verschlüsse und so einfach schön wiedergegeben. Das Einzige, was mich stört, sind hier die Sinkstellen an dem Hauptteil. Kann man verspachteln, wenn man will. Man kann es auch einfach ersetzen. Ich denke, jeder hat da ein paar übrig von denen. Interessanterweise kann man die hier nur geschlossen bauen, wenn man es geöffnet braucht. Ich glaube, in manchen Masterbox-Sets gibt es auch geöffnete Patronenkästen. Ich persönlich mag die etwas älteren Figurenbausets von Dragon sehr gern, weil mit denen lässt sich einfach gut arbeiten und die sind auch nicht so teuer in der Anschaffung. Und da bildet dieses Figurenset hier auch keine Ausnahme. Abgesehen von ein paar kleineren Versäuberungsarbeiten ist hier eigentlich wirklich kein größeres Problem zu erwarten. Wenn man dann noch die Trageriemen ergänzt und wenn man es ganz gut meint, vielleicht noch bessere Köpfe einsetzt, dann hat man wirklich Top-Figuren für wenig Geld. Was ich bei diesem Set sehr interessant finde, ist, dass die Posen relativ universell einsetzbar sind. Die könnte man eigentlich wirklich für alles hernehmen. Die sind angespannt, aber auch entspannt genug, um in beinahe jedes Diorama zu passen. Je nachdem, wo man schaut, kostet der Bausatz so zwischen 8 und 12 Euro. Ich weiß auch, dass es da ältere und neuere Auflagen gibt, die sich jetzt qualitativ aber nicht wirklich unterscheiden und der Inhalt ist sowieso dasselbe. Also da kann man auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. So viel zu den Figuren. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.